Ja, nachdem wir uns letzte Woche mit den Gesangsaufnahmen in Cubase beschäftigt haben, möchten wir diese Gesangsaufnahmen in diesem Video natürlich bearbeiten und an unser Playback anpassen. Also viel Spaß damit. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rico. Ja, im heutigen Teil unserer kleinen Cubase Einsteigerreihe soll es um das Abmischen des Gesangs gehen. Wir wollen also unsere Gesangsspuren bearbeiten und dann entsprechend in unseren Mix einbinden. Also viel Spaß damit und da gehen wir doch gleich mal rüber in Cubase. Auf geht's! So, und da sind wir auch schon in Cubase angekommen. Wir haben hier also unsere ganzen aufgenommenen Gesangsspuren und diese habe ich schon mal grob freigeschnitten, so dass wir uns jetzt auf die nächsten Sachen vorbereiten können. Ich nehme also hier mal einen Teil unserer Gesangsspur und ziehe einfach mal hier einen kleinen Rahmen drüber. Mit der Taste P können wir das machen. Wir schalten jetzt hier unseren Cycle aktiv und können somit diese Spur, die wir jetzt hier in den Solo-Modus setzen, einfach mal abspielen. Mit der Taste Ich hätt 1. nie gedacht, dass das bei dir mal so ist. Doch irgendwie häng ich total an dir fest. So, und wenn wir jetzt hier in diese Aufnahme reinhören, hören wir schon, dass einige Frequenzen doch dabei sind, die dann etwas stören. Deswegen lade ich mir in den Insert-Effekt einen EQ. Ich habe jetzt hier mal den Frequency gewählt. Das geht aber mit dem Standard-EQ genauso. Wir aktivieren hier mal den EQ und schauen da mal hinein. Wir sehen also hier, ich habe hier schon einen Low-Cut gesetzt bei ca. 100 Hertz und habe jetzt hier einige Frequenzen herausgezogen, die dann doch störend sind. Wir hören einfach mal Und rein. das geht jeden Abend wieder von vorn. Wenn ich jetzt dieses zweite Band mal verstärke. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Wegen dir liege ich. Also wir haben sofort gehört, wie dann ein Rumpeln entsteht. Und so haben wir hier Frequenzen, die wir doch der Reihe nach herausziehen können. Ich zeige das jetzt einfach mal nochmal am Beispiel des sechsten Frequenzbandes. Ich jetzt noch wach. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Also wir sehen Ich dann, hätt nie gedacht, dass das ist das ein bei dir Pfeifen. mal so ist. Doch irgendwie häng ich total an dir fest. Und das geht jeden Abend wieder von vorn. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Wegen dir liege ich jetzt noch wach. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Ich hätt nie gedacht, dass das bei dir. So, und wenn wir jetzt der Reihe nach unsere Frequenzbänder so durchgehen, über dieses Sweepen nennt sich das Verfahren, also das Frequenzgang wird im Gain angehoben, der Q-Faktor wird ganz nach unten gedreht, also wir haben ein schmales Band, was wir dort abfahren und damit können wir gezielt störende Frequenzen aufspüren und diese dann hier, so sagen wir, 3 bis 6 dB je nach Stärke, einfach ganz schmalbandig herausdrehen. Wir sehen hier, das Band 4 ist doch relativ breit gezogen. Das ist der Bereich um die 500 Hertz. 500 Hertz, das ist meistens so eine Frequenz, die sehr babbisch ist. Also wo man doch etwas im Normalfall sagt, das ist beim Gesang doch etwas störend. Und hier das Band 7, hier haben wir dann etwas noch angehoben
bei 6,4 Kilohertz nochmal 3,7 dB dazu, so dass wir noch etwas Glanz auf die Stimme bekommen. Ja, und als nächstes, nachdem wir nun unseren EQ angepasst haben, möchten wir das Ganze natürlich komprimieren. Die immer so ist, doch irgendwie häng ich total an dir fest. Und das geht jeden Abend wieder von vorn. Wir haben also hier eine Ratio von 3,3:1 gewählt. Eine relativ kurze Attack. Und über den Threshold sehen wir dann, wie wir hier eine Kompression erzeugen. Wir machen das mal rückgängig. Ich lasse das einfach mal laufen. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Wegen dir liege ich jetzt noch wach. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Ja, und wir sehen also hier bei diesem Wert, dass wir da hier einen Ausschlag von 4-5 dB dann haben. Und damit verdichten wir das ganze Signal dann natürlich. So, jetzt ist natürlich so, dass bei einer Gesangsstimme die S-Laute dann doch etwas sehr betont sind. Wir können also jetzt hier einfach nochmal in den DSer gehen. Der DSer tut also hier in diesem speziellen Frequenzbereich dann doch die S-Laute ganz stark rausfiltern, je nachdem wie stark wir das dann hier bei Reduktion einstellen. Ich hätte nie gedacht, dass das bei dir mal so ist. Doch irgendwie häng ich total an dir fest. Und das geht jeden Abend wieder von vorn. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Wegen dir liege ich jetzt. Ja, also das ist ein ganz wenig. Und jetzt möchten wir natürlich noch einen leichten Gesangseffekt hinzufügen. Ich habe mich jetzt hier mal für dieses Monodelay entschieden. Habe das als 1/8 Zählzeit eingestellt und jetzt schauen wir mal. Jetzt noch wach. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Ich hätte nie gedacht, dass das bei dir mal so ist. Doch irgendwie häng ich total an dir fest. Ja, das soll schon reichen. Und dann müssen wir unsere Stimme natürlich noch in den entsprechenden Hallraum schicken. Das machen wir über unsere Sendeffekte. Ich habe mir also jetzt hier als Sendeffekte wieder unsere 3 Hallräume hineingeladen. Als erstes einen kurzen Hallraum für die Erstreflexion, dann den mittleren und einen Plattenhall noch als dritten hinzu. So, und da unsere Stimme ja ziemlich weit vorn im Mix stehen soll, brauchen wir natürlich dann einen relativ großen Anteil an Erstreflexion. Der mittlere Hallraum sollte dann schon etwas reduziert sein und der große Hall natürlich auch relativ zurückgedrängt, da ja die Stimme vorn sein soll. Je mehr sie also in den Hintergrund drückt, desto mehr von dem unteren und mittleren Hall würden wir hinzugeben müssen. So, ich nehme jetzt einfach mal das komplette Playback. Und das geht jeden Abend wieder von vorn. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Wegen dir liege ich jetzt noch wach. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Ja, das soll schon reichen. Und jetzt schauen wir uns natürlich die ganzen Chorstimmen noch an. Wir haben also hier nochmal einen Einwurf. Die Spur der Einwürfe, die können wir uns auch kurz anschauen. Wieder mit der Taste P mache ich mal einen kleinen Loop drücken. Ich brauche deine
also diese Spur würden wir also ähnlich bearbeiten wie unsere Gesangsspur. Ich mache ja einfach mal bis auf dieses Delay mal die ersten 3 Insert-Effekte dazu. Ich brauche deine Nähe. So, und jetzt ist es ja so, dass im Original diese Ich brauche deine Nähe dann doch etwas verfremdet ist. Und dazu habe ich hier mir nochmal einen EQ hineingeladen. Und wir sehen, ich habe hier die Bässe doch relativ weit abgeschnitten bis zu 555 Hertz und habe hier das zweite Band im Bereich von 2,5 Kilohertz doch ein ganzes Stück angehoben. Und wenn wir den Frequenzi jetzt hier dazu schalten, Ich brauche deine Nähe. so haben wir doch dann diese oberen Mitten etwas betont, sodass wir schon nah an diesen Telefoneffekt, aber noch nicht ganz rankommen. Der Telefoneffekt wäre also hier etwas höher im Bereich. Aber ich denke, so um die 2,5, 2,6 Kilohertz ist es für diesen Titel relativ gut aufgehoben. So, es bleiben uns jetzt also, nachdem wir jetzt auch diese Einwurfspur haben, noch unsere 6 Chorstimmen. Die habe ich jetzt mal, wenn wir uns das im Mixer anschauen, schon grob vorgemischt. Auch entsprechend die Panoramawerte verteilt. Und nun könnten wir ja jede Spur einzeln bearbeiten, einzeln mit einem Equalizer, mit einem Kompressor bearbeiten, diese dann in die entsprechenden Hallräume schicken und so weiter und so fort. Das Ganze können wir aber natürlich auch gemeinsam tun. Wir markieren hier einfach mal diese Spuren und gehen in den Mixer. Und wenn wir jetzt im Mixer unter diesen Spuren sind, können wir mit der rechten Maustaste und dann Gruppenkanal zu ausgewählten Kanälen hinzufügen. So, das soll natürlich ein Stereokanal sein. Und als Namen würden wir jetzt Chor das Ganze benennen. Spur hinzufügen. Und wir haben jetzt hier unsere Chorspur. Die hatte von der Farbe, ja, diese. Und wir haben jetzt alle Chorspuren in diese Gruppe geroutet und können jetzt natürlich in dieser Gruppe die einzelnen Chorstimmen bearbeiten. Wir gehen also jetzt nochmal in unser Projekt, suchen uns einen kurzen Bereich aus, und wenn ich jetzt hier Solo stelle, seht ihr, dass auch hier diese Spuren dann entsprechend Solo geschalten werden. Ha, 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 ha. Ja, und die können wir natürlich jetzt auch wieder mit einem Equalizer bearbeiten. Wir laden uns also jetzt wieder einen EQ hinein. Ich würde mich jetzt hier nochmal für den Frequency entscheiden. Da haben wir ihn. Als erstes natürlich obligatorisch setzen wir unseren Low-Cut-Filter. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha.
Ja, also wir sehen hier, dass doch einige starke störende Frequenzen jetzt hier inne sind. Wir können das natürlich noch entsprechend weiterführen. Wir könnten jetzt noch einen zusätzlichen Frequenzier einfach als zweite Instanz hineinlegen und können noch weiter und feinfühliger dann diese Frequenzen bearbeiten. Als nächstes möchten wir natürlich das Ganze wieder etwas verdichten, so dass die lauten Anteile etwas leiser werden und die leisen Anteile etwas lauter. Dazu gehen wir unter Dynamics in unseren Insert-Effekten und wählen uns wieder den Kompressor. Da haben wir ihn. Wir haben jetzt hier unseren Make-up-Gain auf Automatik stehen. Wir können das natürlich auch dann entsprechend von Hand hochregeln. Also diese Leistung, die wir hier bei der Reduktion unseres Kompressors verlieren, die können wir über diesen Make-up-Gain-Regler wieder hinzufügen. Das Ganze kann man natürlich auch automatisch machen lassen. Das möchte ich jetzt einfach hier an dieser Stelle mal tun. Lustig. So, weiter geht's. Wir werden jetzt als nächstes unseren Chor noch mit den entsprechenden Hall-Effekten versehen. Wir gehen also jetzt in die Send-Effekte, laden uns hier wieder unsere 3 Hallräume hinein. Und können jetzt entsprechend unseren Hall noch hinzufügen. Ich mache den jetzt mal erstmal runter und gebe dann entsprechend Hallraum dazu. Nun haben wir natürlich eins vergessen. Wir müssen natürlich, wenn wir jetzt hier im Solo-Modus sind, auch unsere Effekte hier hinzufügen. Deshalb nehmen wir jetzt einfach mal das komplette Playback, unseren kompletten Song und mischen jetzt einfach mal hier unseren Hall hinzu. Du hast zu mir gesagt, ich lass dich allein und dabei bist du immer bei mir. In jedem Gedanken, da schleichst du dich ein. Du hast zu mir gesagt, ich lass dich allein und dabei bist du immer bei mir.
schleichst du dich ein. Du hast zu mir gesagt, ich lass dich allein. Und dabei bist du immer bei mir. In jedem Gedanken, da schleichst du dich ein. Du hast zu mir gesagt, ich lass dich allein. Und dabei bist du immer bei mir. In jedem Gedanken, da schleichst du dich ein. Ja, ich denke, so sollte das dann schon entsprechend passen. Ja, und jetzt können wir natürlich hergehen und routen alle Spuren in verschiedene einzelne Gruppen. Ich habe das hier schon mal getan. Also ich habe meine ganzen Schlagzeugspuren alle in einen Bus geschickt, der da Drums heißt. Also wenn wir hier auf Solo gehen, dann haben wir natürlich nur die Drums. In diesem Bus haben wir nur unsere Gitarren. Hier haben wir unsere Flächen. In jedem Gedanken. So, und hier haben wir natürlich dann unsere Chorstimmen. Und so können wir uns jetzt nämlich unsere eigenen Mixe gestalten. Wir können also einfach ein Playback aufnehmen, wo wir nur... In jedem Gedanken, da schleichst du dich ein. Du hast zu mir gesagt... Wir können jetzt also unsere Gesangsspur noch muten, hätten nur unser Playback. Oder wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere Gesangsspur stumm zu stellen und unser Playback zusammen mit dem Chor abspielen zu lassen. Oder wir können natürlich den Song komplett abspielen lassen, also mit allem drum und dran. Ich lass dich allein und dabei bist du immer bei mir. In jedem Gedanken, da schleichst du dich ein. Du hast zu mir gesagt, ich lass dich allein. Und dabei bist du immer bei mir. Ja, wir sind also jetzt ein großes Stück mit unserem Titel vorangekommen. Der Mix steht im Grunde genommen soweit. Es sind jetzt nur noch Kleinigkeiten, die wir da entsprechend anpassen müssen. Vielleicht noch einige Automationen schreiben, indem wir dann im Refrain bestimmte einzelne Instrumente nochmal betonen können oder in der Strophe einige Instrumente vielleicht mal ein kleines bisschen zurücknehmen. Und das sind aber jetzt alles nur noch Kleinigkeiten und Feinheiten. Und als nächstes möchten wir uns natürlich dann im letzten Teil unserer kleinen Cubase-Reihe mit der entsprechenden Lautstärke-Anpassung beschäftigen. Wir haben also jetzt unseren Mix und wollen zum Schluss noch ein kleines Mastering machen, wollen also jetzt unseren Song auf Lautheit bringen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gern meinen Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rigo. Ciao.